Nun doch nochmal ein allerletztes Video von der Verlegung einer Trockenestrich-Fußbodenheizung. Es geht hier nur darum zu zeigen, wie viel Arbeit das wirklich ist und ungefähr abzuschätzen, wie lange das dauert. Zum Vergleich, dieser Raum hat ca. 35 Quadratmeter Grundfläche. Der Boden ist ein Holzdielenboden, Nut und Feder. Der ist komplett schon verschraubt und vernagelt worden, wo irgendwas lose war. Die dünne grüne Trittschalldämmung kann ich auf jeden Fall empfehlen, die hilft enorm. Hier verlege ich die weißen Trägerplatten des Trockenestrich-Systems von Cellfio. Allein für diese Arbeiten benötigte ich ungefähr einen Tag. Wenn der Raum wie hier wenige Ecken und Winkel hat und zudem tatsächlich einigermaßen parallele Wände hat, dann geht das auch relativ schnell, da kann man Strecke machen. Für die Ausbringung der Wärmeleitbleche veranschlage ich für diesen Raum ebenfalls einen Werktag, einen Arbeitstag. Das ist mit der Planung gerechnet. Der Rest ist einfach nur Fleißarbeit. Ich habe die Bleche einfach auf den Boden geworfen und dann mit dem Fuß festgetreten. Dauernd auf den Knien das zu machen, das geht nicht. Für die Installation des Heizkreisverteilers auf der Etage würde ich jetzt auch so einen halben Arbeitstag rechnen, je nachdem wie die baulichen Gegebenheiten sind. Ja gut, bei uns musste ich den in eine Wand einbauen und deswegen die halbe Wand zurückbauen. Wie man sich selber eine Rohrhaspel baut, verlinke ich in der Videobeschreibung. Die Verlegung, ich habe hier keine Rohrhaspel verwendet, geht relativ schnell. Ich würde für diesen Raum 3 Stunden veranschlagen. Diese Folie verhindert Geräusche zwischen den Wärmeleitblechen und den Trockenestrich-Elementen, also Quietschen und sowas. Das Verlegen der Trockenestrichplatten geht in diesem Raum auch relativ schnell. Mit Platten schleppen, zuschneiden, hoch, runter, rennen etc. pp. Würde ich auch schätzen, ein Arbeitstag geht hier drauf. Danach ist man auch wirklich bedient. Gut wäre es also, wenn ihr jemanden habt, der euch beim Plattenschleppen hilft. Der Verschnitt hält sich in Grenzen. Ich würde ihn auf ungefähr 10% veranschlagen. Ihr müsst also 10% mehr Platten kaufen, als ihr benötigt. Für die Erstellung der Türschwellen benötigt man viel mehr Zeit, als man so denkt. Den Zeitbedarf würde ich auf ungefähr 1,5 bis 2 Stunden pro Türschwelle schätzen. Habt ihr noch ein leichtes Gefälle zwischen den verschiedenen Räumen, so kann sich die Zeit durchaus verdoppeln. Bei der Erstellung der Übergänge war ich vielleicht ein bisschen übervorsichtig und langsam, aber ich wollte die Estrichplatten nicht beschädigen. Am letzten Tag wird die Oberfläche verspachtelt, geschliffen und mit tiefem Grund versiegelt. Das ist jetzt der Zeitrahmen, den ich alleine für die Verlegung eines Trockenestrich-Fußbodenheizungssystems benötigt habe. Also von der kompletten Vorbereitung bis zum Oberflächenfinish, dass dieser Boden komplett fertig ist. Richtige Handwerker schaffen das sicherlich in der Hälfte der Zeit, ich bin aber kein richtiger Handwerker. Du kannst auch mal versuchen, einen richtigen Handwerker zu bekommen in der heutigen Zeit. Wie dem auch sei, ich hoffe, das Video hat dir geholfen, den Zeitbedarf für die Verlegung eines Trockenestrich-Fußbodensystems etwas besser abschätzen zu können. Viel Spaß und Erfolg beim Selbermachen. Ich würde mich über ein Like freuen.